Hallo meine Lieben und willkommen im Winterdorf von Wild City, beziehungsweise in der Nähe vom Winterdorf von Wild City. Heute ist Baustelle angesagt und das nicht nur bei mir, sondern auch bei Christoph. Also wundert euch nicht, wenn zwischendrin mal gebohrt wird mit der Bohrmaschine. Er ist da die ganze Zeit unter dem Tisch da vorne und hantiert mit einer Bohrmaschine. Ich mache mir schon Sorgen um ihn, denn er ist ja handwerklich jetzt nicht, der wenig begabteste. Und deswegen, falls er schreit, müssen wir wohl das Video abbrechen und ich muss erste Hilfe leisten, aber ich hoffe, das ist dann wohl doch nicht der Fall. Was Christoph da vorne macht, ihr werdet es bald erfahren. Er hat gesagt, er muss da jetzt noch was machen und kann da jetzt noch nicht filmen. Deswegen sagen wir, ist das ja auch ganz okay. Und ich zeige euch lieber mal meine Baustelle. Und zu meiner Baustelle gehören diese weißen Platten. Ihr seht, wir haben da einige wieder bestellt, weiße Bodenplatten, denn es geht jetzt hier daran, dass wir hier die Erweiterung bauen rund um mein schönes Disney-Schloss. Und, beziehungsweise Disney-Schloss Nummer 2, ihr wisst es, hinten, ein kurzer Schwenk, steht ja mein eigentliches Disney-Schloss Numero Uno hinter dem Hogwarts-Schloss. Also ich bin die Frau der Schlösser, genau. Und jetzt eben Numero 3 steht hier auf natürlich weißen Bodenplatten, denn es ist quasi die Erweiterung des Winterdorfes. Wir wissen, der Winter nähert sich in großen Schritten. Teilweise ist es schon saukalt bei uns, speziell in der Früh. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist irgendwie wieder die Stimmung für Winterdorf, beziehungsweise Wintererweiterung. Und ihr werdet euch fragen, für was wir so viele Grundplatten brauchen. Der Grund dafür ist, dass wir vorhaben, vielleicht diesen Winterbereich genauso weit zu machen wie beim Winterdorf. Das heißt, da sind hier noch einige Grundplatten. Ich schätze so 3x4 so quasi. Und natürlich möchten wir hier auch noch Grundplatten verlegen. Dafür müssen wir dann aber welche zuschneiden. Und ja, falls da was schief gehen sollte, haben wir dann ja hoffentlich noch ein bisschen, ein paar extra Exemplare, damit wir da nicht weinen müssen. Ihr seht, ich habe die Legoland-Säckchen hier schon aufgebaut. Hier sind zum Beispiel die Baumteile drinnen und die anderen Teile, die ich hier für diese wunderbare Bergkonstruktion brauche. Ich habe auch mir ein paar verschiedene weiße Teile geschnappt. Die seht ihr alle hier. Es sind Slopes, es sind normale Steine, es sind Plates und so weiter und so fort. Schiefe, gerade, alles Mögliche. Und natürlich auch diese Platten vom Legoland. Ich habe mit Christoph dann im Endeffekt, denn irgendwann habe ich dann doch die Nerven weggeworfen. Also dieses Bergbauen ist jetzt nicht irgendwie das, was ich am liebsten mache und was am einfachsten geht. Deswegen habe ich mir dann irgendwann Christoph geschnappt und gesagt, hey, du musst mir da helfen. Ich zeige euch das nochmal von vorne. Ihr seht, wir haben quasi die rechte Seite des Berges. Hinten ist noch nichts verbaut. Seht ihr gleich warum. Da ist mir nämlich auch ein Malheur passiert. Die rechte Seite vorne gebaut. Und ich habe da ein paar Ideen, bin aber noch nicht ganz sicher, wie ich das umsetzen sollte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Video und zeige euch das, denn ich weiß ja, dass ihr immer gute Ideen habt. Vielleicht habt ihr auch schon mal so was Ähnliches gebaut und könnt mir da auch noch Tipps geben. Also, ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt so einen großen Holzklotz angemalt, den wir unten in einer Gartenhütte liegen hatten.
Und da ist mir eben auch das Malheur passiert. Ich zeige euch gleich warum. Denn ich habe mir gedacht, uppala, ich muss da über den Sessel drüber steigen, ups, dass da nichts passiert. Ich habe mir gedacht, wenn ich eine Seite nicht bemale, wird das kein Problem sein. Ihr seht das hier drinnen, weil es steht ja sowieso dann auf dem Boden. Aber jetzt bin ich drauf gekommen, wenn ich den Block irgendwie blöd hindrehe, dann ist der schief. Jetzt hatten wir schon das Problem, ich gehe mal ein bisschen zurück, dass als der Block quasi schön von den Farben her dagestanden ist, ist aber das Schloss komplett schief gestanden. Das habe ich zuerst gar nicht bemerkt, aber Christoph hat mich dann darauf hingewiesen, das ist circa so wie der schiefe Turm von Pisa, ist es dann da so hinaufgestanden, was natürlich extrem schlecht aussieht und das möchten wir natürlich nicht. Deswegen habe ich den jetzt gedreht und auf der Hinterseite muss ich dann halt diesen Klotz nochmal anmalen, denn wenn das da braun durchscheint, nachher ist das einfach nichts. Aber ich denke mir, das schaffe ich auch so, dass ich da einfach ein bisschen drüber male. Ich habe es nicht mehr erwarten können, dass ich hier das Schloss draufstelle. Christoph meinte ach, dann lass du es halt nochmal, machen wir das nächste Mal weiter. Nein, das geht natürlich nicht. Genau. Und dann habe ich begonnen mit dieser Seite hier vorne, dass ich einen Eisberg baue. Dieses Teil gehört nicht dazu, genau. Und habe dafür vom Legoland erstmal diese hohen Eisteile quasi verwendet und die Slopes vom letzten Besuch im Legoland. Oben ist es noch nicht schön verbaut, also es ist überhaupt noch nicht komplett fertig. Also da bitte noch ein bisschen Nachsicht haben. Was jedoch bei diesem Berg der Fall ist, was bei noch keinem Berg der Fall war und Christoph auch, naja, etwas nicht so amüsiert festgestellt hat, ist, dass hier immer wieder Spalten sind. Ihr seht das hier zum Beispiel, also das passiert halt, wenn ich einen Berg baue, das ist kurz Hinweis. Hier sind Spalten, hier oben ist zum Beispiel ein Spalt und hier auf der Seite auch, hier unten auch, ja. Je nachdem, wie man jetzt auf diesen Berg hinschaut, ist es jetzt natürlich auffälliger oder weniger auffällig. Aber ich habe mir gedacht, bei Eis ist das ja nicht so schlimm, denn da kann es ja mal sein, dass ein Spalt entsteht. Und ich habe mir gedacht, das ist auch nicht so schlimm, weil ja die Bodenplatte sowieso weiß ist. Das heißt, es scheint, wenn dann weiß durch, beziehungsweise eben in dem Blau durch, wie ich diesen Holzklotz angemalt habe. Hätte mich also nicht so gestört. Wenn ihr sagt, das geht gar nicht und es sieht potthässlich aus, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich das eigentlich so lassen. Ich meine, es wird sowieso noch ein bisschen verbaut. In dem Sinne, dass hier zum Beispiel hier oben auf dieser quasi Mini-Plattform dann noch ein Bäumchen vielleicht stehen wird, vielleicht so ein ähnliches oder das mit diesen weißen Blättern. Dass alles noch ein bisschen natürlich verwachsen wird, noch ein bisschen mehr Schnee aufgeschüttet wird, so wie hier unten und so weiter und so fort. Das heißt, ganz fertig ist es natürlich sowieso noch nicht. Ihr kennt uns ja, speziell. Genau. Je weiter wir hier nach vorne kommen, haben wir uns entschieden, immer mehr Schnee auch aufzuschütten, damit das irgendwie noch ein bisschen harmonischer wird mit dem Aussehen des Eisschlosses. Mir gefällt das eigentlich recht gut. Wir haben ein paar von diesen Mintteilen auch verbaut und eben weiße Teile und auch zwischendrin eben diese Eisslopes. Das sieht irgendwie ein bisschen dreckig aus, aber ist es nicht. Es ist nur, weil hier eben kein Licht hinkommt. Aber ich glaube, ich werde dieses Teil auch noch rausnehmen, weil das schaut irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber gut. Ist auf jeden Fall eigentlich ein durchsichtiges, so dieses milchige, genau. Was wir hier vorne gemacht haben oder was auch ein bisschen schwierig ist an dieser ganzen Konstruktion, ist, dass wir natürlich dieses breite Schloss haben, das nach vorne quasi ja immer schmäler wird, also dieser Berg soll immer schmäler werden.
Warum? Weil wir hier diese Treppe, die wir hier oben haben, gerne noch weiter erweitern möchten. Damit man dann quasi von unten hier über diese Treppe hinaufkommen kann. Was ich noch nicht weiß, denn ich hätte gerne quasi diese optische Illusion erzeugt, dass unten halt eben die Treppen breiter sind und oben dann immer schmäler werden, damit das noch ein bisschen höher aussieht, diese ganze Geschichte, als ja, wie sie eigentlich ist. Möchte ich gerne eben die Treppen unten breiter machen, deswegen auch die breiteren Platten hier unten, die dann immer um 2 Studs quasi schmäler werden. Die Frage ist aber, wie oder welche Teile soll ich dafür verwenden? Denn wenn ich hier nur diese Doppel-Cheese-Slopes verwenden würde, wie sie hier oben verbaut sind, die ja eben sehr klein sind, dann ja, wird wahrscheinlich diese Illusion schlecht erzeugt. Die könnte ich vielleicht noch hier oben nehmen, dass ich die hier oben doppelt nehme oder sowas, dass ich quasi 2 nebeneinander setze. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da muss ich mir definitiv noch was einfallen lassen. Ich möchte auch gerne hier das weiterführen vielleicht mit dieser Reling quasi, die diese Treppe hat. Die kann ich natürlich dann nicht größer werden lassen. Von dem her fraglich, ob ich das wirklich auch bis ganz unten dann durchziehen sollte. Aber das Problem habe ich sowieso noch nicht, denn auf Bricklink habe ich die dabei noch nicht gefunden. Auf jeden Fall nicht mit angemessenem Preis. Also da muss ich wirklich auch schauen, wie wir das dann auch weitermachen, ob wir dann diese Reling bis unten durchziehen. Ja, das ist quasi jetzt also mein Standpunkt, mein Zwischenstand von dem, was wir ich in den letzten Tagen mit Hilfe von Christoph teilweise gebaut habe. Was sagt ihr dazu? Habt ihr irgendwelche Tipps, was ich noch machen könnte? Soll ich jetzt die andere Seite auch genauso in dem Stil weiterbauen? Christoph hat schon von irgendeiner Schneehöhle geredet. Soll ich da irgendeine Schneehöhle einbauen oder die vielleicht eher dann hinten in der Ecke einbauen? Es ist ja an sich schon schwer, einen Berg zu bauen. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich jetzt eine Schneehöhle da auch noch hineinmache. Ich weiß es nicht. Ja, also alle möglichen Tipps, Tricks, Sonstiges bitte einfach an mich. Ich freue mich über alles Mögliche, was ihr da zu sagen habt. Und ich habe als Abschluss hier noch etwas anderes für euch, das vielleicht etwas amüsanter und netter ist. Ich habe mir noch ein 4 Plus Set geholt. Ich glaube, es ist 4 Plus, denn es sind einige Teile ja bedruckt, soweit ich mich erinnere. Und wir haben jetzt auch den lieben Sven in unseren Reihen stehen. Ich dachte mir, ohne Sven kann diese ganze Geschichte hier natürlich nicht aufgebaut werden. Ist ganz klar. Und was hätte dann Christoph zu tun? Der hätte ja gar keine Kutsche, mit der er fahren kann. Und deswegen habe ich mir das Set geholt. Es sind noch ein paar Extrateile in diesem Set, wie zum Beispiel diesen Baby-Sven. Der war auch dabei, den werden wir auf jeden Fall auch irgendwo hinstellen. Ich habe ihn jetzt mal provisorischerweise hier hinten zu Olaf gestellt, der ihm, glaube ich, eine Blume verfüttern möchte mit dieser Armee an diesen kleinen Männchen. Was ich übrigens auch noch haben möchte, deswegen auch die Idee mit der Höhle, ist das Eismonster. Das möchte ich auch noch hier verbauen, das quasi Elsa da heraufbeschwört im ersten Teil von Frozen. Das muss auf jeden Fall auch noch in unsere Stadt. Genau, also ihr seid up to date. Sven ist jetzt auch bei uns. Herzlich willkommen und Sven Junior sowieso. Ich hoffe, es hat euch das Update gefallen. Ich werde jetzt schauen, was ich da noch für Ideen habe. Dann werde ich abwarten, was in den Kommentaren kommt. Und dann wird es ja hoffentlich bald einen wunderschönen, ich mache nochmal einen Schwenk,
einen wunderschönen Frozen-Berg geben. Den schönsten, auf jeden Fall von Wild City. Ich denke, das sollte machbar sein. In dem Sinne, macht's gut und danke wie immer für die Kommentare. Ihr rettet uns auf jeden Fall immer vor etwaigen Depressionen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Deswegen bitte schreibt in die Kommentare, was wir machen können. Das wäre wieder mal super nett. Und natürlich baut auch selber was Schönes, lasst einen Zug fahren und ich schaue jetzt lieber mal zu Christoph, denn der ist jetzt ein Zeitteil schon sehr ruhig. Das macht mich auch ein bisschen unruhig. Genau, also baut was Schönes und bis bald. Tschüssi!